Ja, hallo. Mein Name ist Rudolf. Ich bewerbe mich hier für den dümmsten Schrauber des Monats. Klappe die erste. Samstag früh, voll verspätet, 11 Uhr. Es gibt gleich Mittagessen. Hoffentlich ganz Essen. Mann. Ja, guck mal, jetzt kommt der. Ich habe nämlich gar nicht War das eine Kamera vergessen? Ja. Prost. Prost. Hast du eigentlich das Drehbuch schon durchgelesen? Oder Ich habe das von letzter Woche, ja. Sieht gut aus, ne? Jetzt Ja, gehst du mal wieder raus. Zieh ihn wieder raus. Manuel, was machst du da? Ich drehe eine Schraube in deinen zukünftigen Scheinwerfer. Das hört sich gut an, zukünftiger Scheinwerfer. Ne? Okay. Selbst wenn der jetzt krumm wäre, ist voll cool. Weil den kannst du noch drehen. Ne? Also wir haben gerade überlegt, wie das ist. Also mit der Scheinwerferaufnahme ist ja ganz cool. Und ich bin auch der Meinung, wenn wir da schöne Hülsen machen und können dann vorne mit 4 Schrauben befestigen, also fixieren, und kann man dann auch mal runter machen, dass das eine ganz gute Lösung ist. Und halten tut es ja so, ne? Also der Scheinwerfer kriegt noch Hülsen, so. Aber halten tut es. Also du brauchst seitlich eigentlich nichts mehr. Passt. Hält. Denke ich ja. Aber die große Frage ist jetzt, wenn wir den verstellbar machen, dann verstellt sich das Windschild mit. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Das ist das, was wir uns gerade fragen. Wie viel Grad verstellen wir es? Es geht maximal bis rauf und runter. Schaden tut es auf jeden Fall nicht, wenn es verstellbar ist. Es ist nicht viel, wenn wir die Grundeinstellung haben. Dann montieren wir das mit diesen Winkeln und bauen quasi jetzt einfach, wie ich es gezeichnet habe, so ein Dreieck nach vorne. Und dann machen wir das als eine Einheit, selbstsichernde Mutter, und wenn es dann so liegt, kommst du super rein, wenn du was verstellen musst. Wir haben halt hier noch die Armaturen, ne? Ja, aber guck mal, wo hast du mit dem Schlüssel so viel Platz? Ja, du lenkst ein, dann kommst du hin. Im Normalfall, wenn ich ehrlich bin, würde ich einfach vorne drücken. Mach so. Gar nicht locker. Und dann passt das doch, ne? Ja, genau. Ziemlich. Hm. 5. Was wir jetzt machen ist, das, was wir da draußen zusammengepunktet haben, unseren Halter für die Lichtmaske und Tacho, das schweißen wir jetzt mal zusammen. Nein, da hüben steht's doch. Was steht denn da? Wer die Zahlen vorliest, ist wie beim Augenarzt. Hör auf, da stehen sie! Da steht 80. Ja, ich sehe sie. Ja, also unser Tachotest. Also wer den besteht, der kann von mir gute Sicht diagnostiziert bekommen. Jetzt kannst du mal von oben reinfällen, dass du mal siehst, wie das dann so aussieht. Sind die Beine nicht wegen kurz? Napoleon hatte auch kurze Beine und ist bis nach Russland gekommen, ne?
Manu! Oh Gott, mit Nerven. Mittagspause. Oh ja. Was ist denn schon wieder los? Ah ja. So. Gut. Das ist kein Partner. Das Fahrwerk ist doch gut. Ja, das Orgel ist sicher alt. Als das dabei war. Ja, Würde ich Vorderradbremse ziehen, ne? das muss raus eigentlich, ne? Weil sobald ich vorne bremsen will und mit dem Kreisel drehe, dann bremst du hinten mit. Zum Besuch bei SWT. Ist doch geil, oder? Voll geil. Kommt mit rein. Das überlebt halt. Ja, ich hab nichts zum Festhalten. Was war das? Also schön, dass der Kuddel da war, sonst haben wir uns immer mit dem Elefantentreffen getroffen, ne? Ja, war auch eine schöne Zeit, aber man muss den Kerl ja mal daheim besuchen und damit er mal sieht, dass nicht nur Boxer gut sind. Er wird es nie zugeben, aber Hast du passt schon. mir der Yamaha vorgeführt, ne? oh mein Gott. Okay. Fertig, Schnitt. Geil. Geil. Guck mal, schau mal her, wir haben jetzt neue Zündkabel, die haben wir extra machen lassen. Ist das nicht cool? Das ist nicht cool. Willst du den linken? Dann machst du den rechten links hin. Halt, du musst da stehen Nippel da runterschrauben. Da sind wir gerade beim Thema Wolfgang Nippel, ne? Hast du ein Schenkchen da? Könntest du die Tür zumachen, aber es ist zu laut. Guckt er dir zu? Man könnte auch das Tor zu machen. Ja, mach die Tür zu und das Licht aus. Tor zu, Tür zu, Licht aus. Tor zu, Tor zu. Tor zu, Tor zu. Tür zu. Tür zu, Licht aus. Tür zu, Tür zu, Licht aus. Ein Fähnchen oder so, ne? 3 Sachen, Mann. 3 Befehle, davon schafft er 2. Das ist gut. 2 von 3. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWT Sports. Umbau 141 geht weiter. Das ist jetzt der dümmste Job, den wir haben. Wir sind jetzt 2, 3 Tage am Schrauben und es geht nichts vorwärts. Warum nicht? Weil keiner da. Weil nichts passt einfach. Ne? Verkleidung anpassen, Tank anpassen, Kotflügel reinschrauben, Blinker, Strom, das hält unheimlich auf. Das glauben die Leute draußen gar nicht. Wie lange man oder wie viel Zeit man mit sowas verbringen kann. Was ihr noch nicht gesehen habt, ist, wir haben jetzt einen LED-Scheinwerfer drin. Wir haben die neuen Blinker. Die kann man natürlich auch in kleiner nehmen, aber zu diesem Motorrad braucht man vernünftige Blinker. Wir haben hinten einen UFO-Heckkotflügel. Auch mit den gleichen Blinkern. Eine Nummer kleiner als BMW Original hat. Passt aber schon schön dazu. Der UFO-Kotflügel, der hat den Vorteil, dass er nicht wie beim BMW-Kotflügel erst so runter geht und da oben das Emblem hat, sondern er wirkt schon viel sportlicher und viel höher. Ja, da oben seht ihr unser Sportschloss und den Acefeld-Tacho 254, den verbauen wir am meisten, der langt völlig aus. Der hat die Geschwindigkeitsanzeige, die wir brauchen, hat 2 Trips drauf und der Gesamtkilometer. Und hier von den Anzeigen her ist alles drauf, was man drauf haben muss. Was ich immer noch gern mache, ist eine ganz normale konventionelle Birne als Lichtmaschinenerregung einbauen. Die hätten wir hier auch draufklemmen können,
Dafür hat er auch extra ein Gerät. Ich finde mit dieser 3 Watt Birne, dass das eigentlich eine gute Lösung ist. Jo. Das war's zur Elektrik. Sowas hat jeder schon mal gesehen. Es ist halt einfach was aufhält und ziemlich zeitraubend ist. Und jetzt gehst du nochmal vorne rein, ohne Licht, und wir lassen wir die Wamblinger Nacht leuchten, oder? So cool, das ist so, das ist geil. Also das mit der Elektrik hat gut geklappt. Ja. Funktioniert alles, ne? Ja, und leuchtet auch vorne. So geil. So ein Schrott. Brauchen wir das überhaupt? Irgendeiner.